Hallo und willkommen. Nicht jeder Tag läuft genau nach Plan. Manchmal fehlt der Schlüssel, eine Bahn kommt zu spät oder ein Brief ist schwer zu verstehen. Heute hörst du, wie kleine Probleme ruhig und praktisch gelöst werden können. Du musst dabei nichts auswendig lernen. Es reicht, wenn du erkennst, was ist passiert. Welche Frage hilft? Was ist der nächste Schritt? Die Sprache bleibt einfach und wichtige Sätze kommen in verschiedenen Situationen wieder. Lass dich von einem Problem nicht unter Druck setzen. Atme ruhig ein und aus. Wir beginnen mit einem ganz normalen Morgen, an dem plötzlich etwas nicht so funktioniert wie gedacht. Jetzt beginnt unser Tag. Stell dir vor, du wachst morgens auf. Es ist Montag. Montag ist der erste Arbeitstag für viele Menschen. Du hast heute einen Termin. Termin bedeutet eine feste Zeit. Zum Beispiel um 9 Uhr. Der Termin ist wichtig. Vielleicht beim Amt. Vielleicht bei der Bank. Vielleicht beim Arzt. Vielleicht bei der Arbeit. Du stehst auf. Du wäschst dein Gesicht. Du ziehst dich an. Du trinkst Wasser. Du nimmst deine Tasche. Du suchst deinen Schlüssel. Schlüssel. Das ist das kleine Ding, mit dem du die Tür öffnest. Der Schlüssel ist wichtig. Ohne Schlüssel kommst du nicht in die Wohnung. Du schaust auf den Tisch. Kein Schlüssel. Du schaust in die Tasche. Kein Schlüssel. Du schaust in die Jacke. Kein Schlüssel. Du schaust neben dem Bett. Kein Schlüssel. Problem 1. Der Schlüssel ist weg. Weg bedeutet, du findest ihn nicht. Vielleicht ist er verloren. Vielleicht liegt er nur an einem anderen Ort. Dein Herz schlägt schneller. Du denkst, oh nein, ich muss los. Ich habe keine Zeit. Was mache ich jetzt? Zuerst ruhig bleiben. Ruhig bleiben bedeutet, nicht in Panik gehen. Panik ist starke Angst. Du atmest ein. Du atmest aus. Du sagst, ich suche langsam. Langsam bedeutet, nicht schnell. Oft findet man Dinge besser, wenn man langsam sucht. Du gehst Schritt für Schritt. Schritt bedeutet eine kleine Bewegung mit dem Fuß. Aber hier bedeutet Schritt auch eine kleine Handlung. Zuerst schaust du an den normalen Orten. Schlüsselbrett, Tisch, Tasche, Jackentasche, Hosentasche, Küche, Bad, Bett, Sofa. Manchmal liegt der Schlüssel unter einem Papier. Papier. Ein Blatt. Ein Brief. Eine Rechnung. Du fragst deinen Mitbewohner. Mitbewohner bedeutet Person, die mit dir wohnt.
Du sagst, hast du meinen Schlüssel gesehen? Das ist ein nützlicher Satz. Hast du meinen Schlüssel gesehen? Vielleicht sagt er, ja, er liegt in der Küche. Oder, nein, leider nicht. Wenn du den Schlüssel findest, ist alles gut. Du sagst, Gott sei Dank. Oder einfach, hier ist er. Du lachst. Das Problem ist gelöst. Gelöst bedeutet, es gibt keine Schwierigkeit mehr. Aber vielleicht findest du den Schlüssel nicht. Dann ist die Lösung anders. Du brauchst Hilfe. Wenn du in einer WG wohnst, kann dein Mitbewohner vielleicht die Tür öffnen, wenn du später zurückkommst. Du kannst schreiben, ich habe meinen Schlüssel verloren. Bist du heute Abend zu Hause? Kannst du mir bitte die Tür öffnen? Wenn niemand da ist, brauchst du vielleicht den Vermieter. Vermieter bedeutet Person, die dir die Wohnung vermietet. Du kannst schreiben, Guten Morgen, ich habe meinen Schlüssel verloren. Was soll ich tun? Gibt es einen Ersatzschlüssel? Ersatz bedeutet ein zweiter Schlüssel, wenn der erste weg ist. Wenn du vor der verschlossenen Tür stehst, brauchst du vielleicht einen Schlüsseldienst. Schlüsseldienst ist eine Firma, die Türen öffnet. Aber Vorsicht! Vorsicht bedeutet, sei aufmerksam. Manche Schlüsseldienste sind sehr teuer. Teuer bedeutet, kostet viel Geld. Frage vorher nach dem Preis. Sag, was kostet das ungefähr? Ungefähr bedeutet circa, nicht genau. Was kostet das ungefähr? Gibt es zusätzliche Kosten? Zusätzliche Kosten bedeutet extra Geld. Lern diesen Satz. Bitte sagen Sie mir den Preis, bevor Sie kommen. Bevor bedeutet vorher. Das ist wichtig. So schützt du dich. Schützen bedeutet sicher machen. Jetzt hast du den Schlüssel vielleicht nicht gefunden. Aber du hast eine Lösung. Du rufst Hilfe. Du fragst nach dem Preis. Du bleibst ruhig. Du bist nicht hilflos. Hilflos bedeutet ohne Hilfe, ohne Möglichkeit. Du hast Möglichkeiten. Möglichkeit bedeutet Option. Jetzt gehst du los. Du bist etwas spät. Spät bedeutet nicht früh. Du gehst zur Haltestelle. Haltestelle, der Ort, wo Bus oder Straßenbahn hält. Du schaust auf die Anzeige. Anzeige bedeutet die Tafel mit Information. Dein Bus sollte um 8:10 kommen. Jetzt ist es 8:15. Kein Bus. 8:20. Kein Bus. Du wirst nervös. Problem 2. Der Bus kommt nicht oder hat Verspätung. Verspätung bedeutet, etwas kommt später als geplant. In Deutschland kann das auch passieren. Nicht alles ist immer pünktlich. Pünktlich bedeutet zur richtigen Zeit.
Züge, Busse, Menschen, Termine. Manchmal ist alles pünktlich, manchmal nicht. Du hast einen Termin um 9 Uhr. Der Bus kommt nicht. Was kannst du tun? Zuerst schaust du in die App. App bedeutet Programm auf dem Handy. Vielleicht steht dort: Bus fällt aus. Ausfallen bedeutet, etwas findet nicht statt. Der Bus fällt aus. Der Zug fällt aus. Der Termin fällt aus. Das ist ein wichtiges Wort. Ausfallen. Wenn der Bus ausfällt, kommt er nicht. Du suchst eine Alternative. Alternative bedeutet anderer Weg. Vielleicht eine andere Buslinie. Linie bedeutet Busnummer oder Bahnnummer. Vielleicht U-Bahn. Vielleicht S-Bahn. Vielleicht zu Fuß. Zu Fuß bedeutet laufen. Vielleicht ein Taxi. Taxi ist teurer, aber manchmal nötig. Nötig bedeutet, du brauchst es. Wenn du zu spät kommst, sag Bescheid. Bescheid sagen bedeutet informieren. Das ist sehr wichtig. Du kannst anrufen oder schreiben. Zum Beispiel: Guten Morgen, mein Bus hat Verspätung. Ich komme ungefähr 10 Minuten später. Es tut mir leid. Oder: Guten Morgen, meine Bahn fällt leider aus. Ich suche eine andere Verbindung. Ich komme so schnell wie möglich. So schnell wie möglich bedeutet, ich beeile mich, aber ich kann nicht zaubern. Zaubern bedeutet Magie machen. Natürlich sagst du das nicht im Amt, aber du denkst es vielleicht. Ich kann nicht zaubern. Ich kann nur die nächste Lösung suchen. Wenn du beim Amt zu spät kommst, kann es schwierig sein. Manchmal verlierst du den Termin. Verlieren bedeutet hier, du kannst den Termin nicht mehr nutzen. Aber trotzdem, geh hin oder ruf an. Frage: Ich habe einen Termin, aber meine Bahn hatte Verspätung. Kann ich noch kommen? Manchmal sagen sie ja. Manchmal nein. Wenn nein, frag: Kann ich einen neuen Termin bekommen? Ein neuer Termin ist nicht das Ende der Welt. Ende der Welt bedeutet: Aber es ist nicht so. Es ist ärgerlich. Ärgerlich bedeutet, es nervt. Aber du kannst weitermachen. Jetzt sitzt du endlich im Bus. Du hast dein Ticket gekauft. Oder du denkst, du hast das richtige Ticket gekauft. Ein Mann oder eine Frau kommt in den Bus. Er oder sie sagt: Fahrscheine, bitte. Fahrschein bedeutet Ticket. Kontrolle. Kontrolle bedeutet, jemand prüft, ob alles richtig ist. Du zeigst dein Ticket. Die Person schaut und sagt: Dieses Ticket ist nicht gültig. Gültig bedeutet, es ist okay. Nicht gültig bedeutet, es ist nicht okay. Vielleicht ist das Ticket für die falsche Zone. Falsch bedeutet nicht richtig.
Vielleicht hast du es nicht entwertet. Entwerten bedeutet stempeln, damit es gültig ist. Vielleicht ist die Zeit abgelaufen. Abgelaufen bedeutet, die Zeit ist vorbei. Problem 3. Du hast ein falsches Ticket. Das ist unangenehm. Unangenehm bedeutet, es fühlt sich schlecht an. Du wirst rot. Rot werden bedeutet, dein Gesicht wird rot, weil du nervös bist oder dich schämst. Sich schämen bedeutet, man fühlt sich peinlich. Peinlich bedeutet unangenehm vor anderen Menschen. Was kannst du sagen? Du kannst ruhig und ehrlich sein. Ehrlich bedeutet die Wahrheit sagen. Sag, es tut mir leid. Ich bin neu hier. Ich habe das System nicht verstanden. Können Sie mir bitte erklären, was falsch ist? Vielleicht hilft die Person. Vielleicht nicht. Manchmal musst du eine Strafe zahlen. Strafe bedeutet Geld, weil du eine Regel nicht beachtet hast. Das ist ärgerlich. Aber lerne daraus. Daraus lernen bedeutet, beim nächsten Mal besser machen. Nach der Kontrolle merkst du dir, vor der Fahrt prüfen. Welche Zone, welche Zeit muss ich entwerten? Ist mein Ticket gültig? Wenn du unsicher bist, frag vorher. Frag am Automaten, bei Menschen, im Kundencenter. Kundencenter bedeutet Büro für Kunden. Kunde bedeutet Person, die etwas kauft oder nutzt. Ein wichtiger Satz: Welches Ticket brauche ich für diese Strecke? Strecke bedeutet Weg von einem Ort zu einem anderen Ort. Welches Ticket brauche ich für diese Strecke? Noch ein Satz: Muss ich das Ticket entwerten? Und wie lange ist das Ticket gültig? Jetzt bist du unterwegs. Du kommst beim Amt an. Du suchst den Eingang. Eingang bedeutet Tür hinein. Du findest ihn. Drinnen ist es groß. Viele Menschen warten. Du nimmst eine Nummer. Die Nummer ist 07 Auf der Anzeige steht 09. Du wartest. Warten. Ein wichtiges Wort in Deutschland. Warten beim Arzt. Warten beim Amt. Warten an der Kasse. Warten auf den Bus. Warten auf Antwort. Problem 4. Du musst lange warten. Lange warten ist schwer. Besonders, wenn du nervös bist. Du denkst, habe ich alle Dokumente? Verstehe ich die Fragen? Muss ich etwas unterschreiben? Unterschreiben bedeutet, deinen Namen auf Papier schreiben. Lösung. Nutze die Wartezeit. Nutzen bedeutet sinnvoll verwenden. Schau deine Dokumente noch einmal an. Pass. Mietvertrag. Bestätigung. Kopien. Notizen. Schreib deine Fragen auf. Frage 1. Fehlt noch etwas? Frage 2. Wann bekomme ich das Dokument? Frage 3. Muss ich noch einmal kommen?
Du kannst auch einfache Wörter wiederholen. Termin, Anmeldung, Dokument, Unterschrift, Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit. Diese Wörter sind wichtig. Sie kommen oft in Formularen vor. Formular. Ein Formular ist ein Papier mit Feldern. Du musst Informationen eintragen. Eintragen bedeutet hineinschreiben. Name, Vorname, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Familienstand. Familienstand bedeutet ledig, verheiratet, geschieden. Ledig bedeutet nicht verheiratet. Verheiratet bedeutet married. Geschieden bedeutet divorced. Wenn du ein Formular nicht verstehst, frag, was muss ich hier eintragen? Hier, dieses Feld. Was muss ich hier eintragen? Oder, können Sie mir bitte helfen? Ich verstehe dieses Feld nicht. Du bist dran. Dran sein bedeutet, jetzt bist du an der Reihe. Die Mitarbeiterin spricht schnell. Du verstehst nicht alles. Problem 5. Die Person spricht zu schnell. Das passiert sehr oft. Lösung. Unterbrich freundlich. Unterbrechen bedeutet kurz stoppen. Freundlich bedeutet sag, Entschuldigung, können Sie bitte langsamer sprechen? Oder Entschuldigung, mein Deutsch ist noch nicht so gut. Können Sie das bitte einfach sagen? Einfach bedeutet nicht kompliziert. Oder können Sie das bitte wiederholen? Du darfst das sagen. Es ist nicht unhöflich. Unhöflich bedeutet nicht höflich. Wenn du freundlich fragst, ist es in Ordnung? In Ordnung bedeutet okay. Wenn ein Wort zu schwer ist, sag, was bedeutet dieses Wort? Oder können Sie das bitte aufschreiben? Aufschreiben bedeutet schreiben. Wenn du das Wort siehst, kannst du es später übersetzen. Übersetzen bedeutet in eine andere Sprache bringen. Jetzt ist der Termin vorbei. Du gehst hinaus. Du hast es geschafft. Schaffen bedeutet erfolgreich machen. Vielleicht war es nicht perfekt, aber du hast es geschafft. Du bist stolz. Stolz bedeutet, du fühlst dich gut, weil du etwas gemacht hast. Jetzt gehst du zum Supermarkt. Du brauchst Essen. Brot, Milch, Eier, Reis, Gemüse. Du nimmst einen Einkaufswagen. Du gehst durch die Regale. Regal bedeutet der Ort, wo Produkte stehen. Du findest fast alles, aber ein Produkt findest du nicht. Du suchst und suchst. Kein Reis oder keine Haferflocken oder kein Waschmittel. Problem 6. Du findest ein Produkt nicht. Lösung. Frag. Das klingt einfach, aber
Viele Menschen haben Angst zu fragen. Sie wollen nicht stören. Stören bedeutet, jemanden unterbrechen oder nerven. Aber im Supermarkt ist Fragen normal. Du kannst sagen, Entschuldigung, wo finde ich Reis? Oder Entschuldigung, haben Sie Waschmittel? Oder Entschuldigung, ich suche Haferflocken. Ich suche. Das ist ein sehr nützlicher Satz. Ich suche Reis. Ich suche Milch. Ich suche Batterien. Ich suche Zahnpasta. Ich suche Brot ohne Gluten. Ohne bedeutet nicht mit. Ohne Gluten. Ohne Zucker. Ohne Milch. Ohne Fleisch. Die Person sagt vielleicht Gang 3. Gang bedeutet Weg zwischen Regalen. Gang 3. Oder hinten links. Hinten bedeutet im hinteren Teil. Links bedeutet left. Rechts bedeutet right. Vorne bedeutet am Anfang oder Eingang. Oben. Unten. Neben der Kasse. Neben bedeutet direkt bei etwas. Diese Wörter sind sehr nützlich. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten, neben, gegenüber. Gegenüber bedeutet auf der anderen Seite. Die Milch ist gegenüber vom Brot. Die Kasse ist vorne. Das Waschmittel ist hinten rechts. Jetzt gehst du zur Kasse. Du möchtest bezahlen. Du legst die Sachen auf das Band. Die Kassiererin scannt. Scannen bedeutet mit der Kasse lesen. Sie sagt, das macht 23,40 €. Du hältst deine Karte an das Gerät. Gerät bedeutet Maschine. Nichts passiert. Die Karte funktioniert nicht. Du versuchst noch einmal. Nichts. Die Kassiererin sagt, Karte nicht akzeptiert. Problem 7. Deine Karte funktioniert nicht. Du fühlst Stress. Menschen warten hinter dir. Du denkst, oh nein, was mache ich? Zuerst atmen, dann fragen. Du kannst sagen, Entschuldigung, meine Karte funktioniert nicht. Ich versuche es noch einmal. Oder kann ich bitte bar bezahlen? Bar bedeutet mit Bargeld. Bargeld bedeutet Geldscheine und Münzen. Geldschein bedeutet Papiergeld. Münze bedeutet Metallgeld. Wenn du kein Bargeld hast, sag ehrlich. Es tut mir leid, ich habe kein Bargeld dabei. Kann ich die Sachen kurz hier lassen und Geld holen? Geld holen bedeutet zum Geldautomaten gehen. Geldautomat bedeutet Maschine, wo du Geld abheben kannst. Abheben bedeutet Geld vom Konto nehmen. Manchmal geht das, manchmal nicht. Wenn nicht, musst du einige Sachen zurücklassen. Zurücklassen bedeutet nicht mitnehmen.
Das ist peinlich, aber es passiert. Es ist kein Weltuntergang. Weltuntergang bedeutet, alles ist vorbei. Aber nein, es ist nur ein kleiner Moment. Für die Zukunft hab immer etwas Bargeld dabei. Nicht viel. Vielleicht 20 Euro. Für Notfälle. Notfall bedeutet dringende Situation. Bargeld kann helfen, wenn Karte oder Handy nicht funktioniert. Jetzt bist du zu Hause. Du packst die Einkäufe aus. Auspacken bedeutet Sachen aus der Tasche nehmen. Du stellst Milch in den Kühlschrank. Kühlschrank bedeutet Gerät, das Essen kalt hält. Du legst Brot auf den Tisch. Du willst kochen. Du drehst den Wasserhahn auf. Wasserhahn bedeutet, dort kommt Wasser heraus. Aber es kommt nur kaltes Wasser. Du wartest. Immer noch kalt. Oder es kommt gar kein Wasser. Problem 8. Wasser oder Heizung funktioniert nicht. In Deutschland ist das besonders. Im Winter wichtig. Winter bedeutet kalte Jahreszeit. Heizung bedeutet Gerät, das die Wohnung warm macht. Wenn die Heizung nicht funktioniert, wird die Wohnung kalt. Kalt. Ein einfaches Wort, aber ein starkes Gefühl. Lösung. Prüfe zuerst einfache Dinge. Ist die Heizung eingeschaltet? Eingeschaltet bedeutet an. Ist der Regler aufgedreht? Regler bedeutet Teil, mit dem du die Temperatur einstellst. Aufdrehen bedeutet mehr machen. Ist nur deine Wohnung betroffen? Betroffen bedeutet, hat das Problem. Oder haben auch Nachbarn kein Wasser? Frage. Habt ihr auch kein warmes Wasser? Funktioniert eure Heizung? Wenn es nur bei dir ist, schreib dem Vermieter oder der Hausverwaltung. Hausverwaltung bedeutet Büro oder Firma, die sich um das Haus kümmert. Du kannst schreiben: Guten Tag, in meiner Wohnung funktioniert die Heizung nicht. Es ist sehr kalt. Können Sie bitte jemanden schicken? Oder Guten Tag, ich habe kein warmes Wasser. Seit heute Morgen kommt nur kaltes Wasser. Was soll ich tun? Seit heute Morgen. Seit gestern. Seit 2 Tagen. Seit bedeutet von einem Zeitpunkt bis jetzt. Sehr nützlich. Seit heute Morgen funktioniert die Heizung nicht. Seit gestern habe ich kein Internet. Seit 2 Tagen ist das Licht im Flur kaputt. Wenn Wasser ausläuft, ist es dringender. Auslaufen bedeutet, Wasser kommt heraus, wo es nicht soll. Zum Beispiel aus der Waschmaschine oder aus einem Rohr. Rohr bedeutet Leitung für Wasser. Dann sag, es läuft Wasser aus. Das ist dringend. Dringend bedeutet schnell wichtig. Können Sie bitte sofort kommen? Sofort bedeutet jetzt sehr schnell. Bei Wasserproblemen ist schnell wichtig.
weil Wasser Schaden machen kann. Schaden bedeutet, etwas geht kaputt. Jetzt sprechen wir über Waschmaschine. Viele neue Menschen haben Probleme mit Waschmaschinen. Waschmaschine bedeutet Gerät zum Kleidungwaschen. In manchen Wohnungen hast du eine eigene Waschmaschine. In manchen Häusern gibt es eine Waschküche. In manchen Städten gehst du in einen Waschsalon. Waschsalon bedeutet Ort mit Waschmaschinen für Kunden. Problem 9. Du weißt nicht, wie man wäscht. Du schaust auf die Maschine. Viele Programme. Baumwolle. Pflegeleicht. Feinwäsche. Wolle. 30 Grad. 40 Grad. 60 Grad. Schleudern. Start. Pause. Waschmittel. Weichspüler. Alles ist neu. Lösung. Mach es einfach. Für normale Kleidung nimm oft 30 oder 40 Grad. Grad bedeutet Temperatur. 30 Grad ist kühler. 40 Grad ist etwas wärmer. Weiße Handtücher oder Bettwäsche können manchmal 60 Grad. Aber prüfe das Etikett. Etikett bedeutet kleines Schild in der Kleidung mit Information. Dort steht, wie du waschen sollst. Waschmittel kommt in das Fach. Fach bedeutet kleiner Bereich. Weichspüler ist optional. Optional bedeutet, du musst es nicht. Nimm nicht zu viel Waschmittel. Zu viel bedeutet mehr als nötig. Wenn du unsicher bist, frage Mitbewohner, kannst du mir kurz zeigen, wie diese Waschmaschine funktioniert? Zeigen bedeutet mit Hand oder Beispiel erklären. Ein nützlicher Satz. Ich habe diese Maschine noch nie benutzt. Kannst du mir helfen? Noch nie bedeutet vorher nicht. Das ist ehrlich und klar. Wenn die Maschine kaputt ist, sag, die Waschmaschine startet nicht. Oder die Waschmaschine pumpt nicht ab. Abpumpen bedeutet Wasser aus der Maschine entfernen. Oder die Tür geht nicht auf. Oder Wasser läuft aus. Jetzt ist Abend. Du bist müde. Du willst dich ausruhen. Ausruhen bedeutet Pause machen. Du setzt dich auf das Sofa. Plötzlich klingelt es. Klingeln bedeutet, jemand drückt an der Tür. Es ist dein Nachbar. Nachbar bedeutet Person, die neben dir wohnt. Er sagt, deine Musik ist zu laut. Zu laut bedeutet zu viel Geräusch. Du hast gar nicht gemerkt, dass die Musik laut ist. Merken bedeutet bemerken, wissen, fühlen. Problem 10. Ein Nachbar beschwert sich. Sich beschweren bedeutet sagen, dass etwas stört. Am Anfang kann das unangenehm sein. Du fühlst dich vielleicht angegriffen. Angegriffen fühlen bedeutet, du denkst, jemand ist gegen dich. Aber vielleicht möchte der Nachbar nur Ruhe. Ruhe ist in Deutschland wichtig.
besonders am Abend, in der Nacht und am Sonntag. Lösung: bleib freundlich. Sag: Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich mache die Musik leiser. Leiser bedeutet weniger laut. Oder: es tut mir leid, ich achte darauf. Achten auf bedeutet aufmerksam sein. Ich achte darauf. Dieser Satz ist sehr gut. Ich achte darauf. Das bedeutet, ich passe in Zukunft besser auf. Zukunft bedeutet später, ab jetzt. Wenn du eine Feier machen willst, informiere vorher. Feier bedeutet Party oder Treffen. Du kannst einen Zettel ins Treppenhaus hängen. Zettel bedeutet kleines Papier. Zum Beispiel: liebe Nachbarn, am Samstag habe ich Besuch. Es kann etwas lauter werden. Ab 22 Uhr sind wir leise. Danke für Ihr Verständnis. Verständnis bedeutet, dass andere deine Situation verstehen. Aber wenn Nachbarn oft unfreundlich sind, bleib ruhig. Schreib auf, was passiert. Datum, Uhrzeit, was gesagt wurde. Datum ist der Tag. Uhrzeit ist die Zeit. Wenn es schlimm wird, sprich mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung. Aber meistens reicht ein freundliches Gespräch. Jetzt sprechen wir über Paket. Paket bedeutet eine Lieferung, oft von Online-Shopping. Du bestellst etwas. Bestellen bedeutet kaufen im Internet oder im Restaurant. Du wartest auf das Paket. Die App sagt zugestellt. Zugestellt bedeutet geliefert. Aber du hast kein Paket. Du schaust vor der Tür. Nichts. Du fragst Nachbarn. Nichts. Du schaust in den Briefkasten. Briefkasten ist der Kasten für Post. Dort ist ein Zettel. Auf dem Zettel steht: Ihr Paket liegt in einer Filiale. Filiale bedeutet Geschäft oder Stelle von einer Firma. Problem 11. Du findest dein Paket nicht. Lösung: lies die Nachricht genau. Wo ist das Paket? Bei Nachbar Müller? In der Packstation? In der Postfiliale? Packstation bedeutet Automat für Pakete. Postfiliale bedeutet Postgeschäft. Du brauchst oft Ausweis. Ausweis bedeutet Dokument mit deinem Namen und Foto. Pass oder Personalausweis. Du brauchst vielleicht eine Abholnummer. Abholen bedeutet etwas holen, das schon für dich da ist. Nützliche Sätze: Ich möchte ein Paket abholen. Hier ist mein Ausweis. Hier ist die Abholnummer. Das Paket ist für mich. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen. Benachrichtigung bedeutet Nachricht, dass etwas da ist. Das Wort ist lang. Benachrichtigung. Du kannst es langsam lesen. Benachrichtigung. Wenn das Paket verschwunden ist, kontaktiere den Verkäufer.
oder Paketdienst. Verschwunden bedeutet weg und nicht zu finden. Paketdienst bedeutet Firma, die Pakete bringt. Du kannst schreiben. Laut Sendungsverfolgung ist das Paket zugestellt, aber ich habe es nicht erhalten. Sendungsverfolgung bedeutet Online-Information, wo das Paket ist. Erhalten bedeutet bekommen. Das ist ein schwieriger Satz, aber sehr nützlich. Ich habe das Paket nicht erhalten. Kurz und klar. Jetzt ist ein anderer Tag. Du gehst zur Arbeit. Arbeit. Job. Du bist neu im Team. Team bedeutet Gruppe, die zusammen arbeitet. Du bekommst eine Aufgabe. Aufgabe bedeutet Task. Dein Chef erklärt schnell. Chef bedeutet Boss. Du nickst. Nicken bedeutet mit dem Kopf Ja machen. Aber du verstehst nicht alles. Du willst nicht dumm wirken. Wirken bedeutet so aussehen oder so scheinen. Also sagst du nichts. Später machst du die Aufgabe falsch. Falsch bedeutet nicht richtig. Problem 12. Du hast bei der Arbeit etwas nicht verstanden. Das passiert vielen Menschen. Nicht nur Menschen, die Deutsch lernen. Auch Muttersprachler verstehen manchmal etwas nicht. Muttersprachler bedeutet Person, die diese Sprache als erste Sprache spricht. Lösung. Frage früh. Früh fragen ist besser als spät falsch machen. Sag: Entschuldigung, ich möchte sicher sein. Können Sie mir die Aufgabe noch einmal erklären? Sicher sein bedeutet sicher wissen. Oder habe ich das richtig verstanden? Ich soll zuerst die Liste prüfen und dann eine E-Mail schreiben. Das ist ein sehr guter Satz. Habe ich das richtig verstanden? Du wiederholst mit deinen Worten. Mit deinen Worten bedeutet, du sagst es noch einmal einfach. So merkt die andere Person, ob du es verstanden hast. Merken bedeutet bemerken. Wenn es falsch ist, kann sie korrigieren. Korrigieren bedeutet verbessern. Bei der Arbeit sind diese Sätze stark. Können Sie mir ein Beispiel zeigen? Bis wann brauchen Sie das? Soll ich das heute fertig machen? Was ist am wichtigsten? Ich bin noch neu. Ich brauche vielleicht am Anfang etwas mehr Erklärung. Danke für Ihre Geduld. Geduld bedeutet ruhig warten und helfen. Das Wort ist schön. Geduld. Viele Menschen mögen, wenn du ehrlich und höflich bist. Du musst nicht perfekt sein, aber du musst kommunizieren. Kommunizieren bedeutet Informationen austauschen. Jetzt sprechen wir über Krankheit. Krankheit bedeutet, du bist krank. Vielleicht wachst du auf und hast Fieber. Fieber bedeutet, dein Körper ist zu heiß. Du hast Kopfschmerzen. Kopfschmerzen bedeutet Pain in the head. Du hustest. Husten bedeutet Cough.
du bist schwach. Schwach bedeutet wenig Kraft. Problem 13. Du bist krank und weißt nicht, was du tun sollst. Zuerst, wenn es ein Notfall ist, ruf 112. Notfall bedeutet Gefahr, starke Brustschmerzen, Atemnot, Bewusstlosigkeit, schwerer Unfall. Dann 112. Aber wenn du normale Krankheit hast, zum Beispiel Erkältung, Fieber, Husten, Bauchschmerzen, dann ruf deinen Hausarzt an. Hausarzt ist der erste Arzt für viele Probleme. Du sagst: Guten Morgen, mein Name ist. Ich bin Patientin oder ich bin neu. Ich bin krank und brauche einen Termin. Ich habe Fieber und Husten. Haben Sie heute einen Termin frei? Wenn du arbeitest, musst du deinem Arbeitgeber Bescheid sagen. Arbeitgeber bedeutet die Firma oder Person, für die du arbeitest. Du sagst nicht einfach nichts. Du schreibst oder rufst an: Guten Morgen, ich bin heute krank und kann nicht zur Arbeit kommen. Ich melde mich nach dem Arzttermin wieder. Sich melden bedeutet Nachricht geben. Vielleicht brauchst du eine Krankschreibung. Krankschreibung bedeutet Papier vom Arzt, dass du krank bist und nicht arbeiten kannst. Auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das Wort ist sehr lang. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Es bedeutet, du kannst wegen Krankheit nicht arbeiten. Viele sagen kurz Krankmeldung oder AU. AU ist die kurze Form. Frage beim Arbeitgeber: Ab wann brauche ich eine Krankschreibung? Ab wann bedeutet von welchem Tag an? Manche Firmen brauchen sie ab dem ersten Tag, manche ab dem 3. Tag. Frage lieber früh. Wenn du am Wochenende krank bist und der Hausarzt geschlossen ist, gibt es ärztlichen Bereitschaftsdienst. Bereitschaftsdienst bedeutet, Ärzte helfen, wenn normale Praxen geschlossen sind, aber es kein Notfall ist. In Deutschland ist die Nummer 116.117. Diese Nummer ist für medizinische Hilfe, wenn es dringend, aber nicht lebensgefährlich ist. Lebensgefährlich bedeutet Gefahr für das Leben. Wichtige Sätze: Ich brauche medizinische Hilfe. Es ist kein Notfall, aber ich brauche einen Arzt. Ich habe starke Schmerzen. Ich habe seit gestern Fieber. Ich verstehe nicht gut Deutsch. Können Sie bitte langsam sprechen? Jetzt sprechen wir über Apotheke. Apotheke bedeutet, dort bekommst du Medikamente. Medikament bedeutet Medicine. Wenn du vom Arzt ein Rezept bekommst, gehst du in die Apotheke. Rezept bedeutet Papier oder digitaler Nachweis vom Arzt für Medikament. Problem 14. Du weißt nicht, wie du in der Apotheke erklärst, was du brauchst. Lösung: Sag einfach Symptome. Symptom bedeutet Zeichen von Krankheit. Ich habe Kopfschmerzen.
Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Husten. Ich habe Schnupfen. Schnupfen bedeutet, deine Nase läuft oder ist zu. Ich habe Durchfall. Durchfall bedeutet, du musst oft zur Toilette und der Stuhl ist flüssig. Ich habe Verstopfung. Verstopfung bedeutet, du kannst nicht gut auf Toilette. Mir ist übel. Mir ist schwindelig. Du kannst fragen, haben Sie etwas dagegen? Dagegen bedeutet, gegen dieses Problem. Haben Sie etwas gegen Husten? Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Haben Sie etwas gegen Halsschmerzen? Wichtig, sag, wenn du Allergien hast. Ich habe eine Allergie gegen Penicillin. Ich bin schwanger. Schwanger bedeutet, eine Frau bekommt ein Baby. Ich nehme schon andere Medikamente. Schon bedeutet, bereits. Andere Medikamente können wichtig sein, weil manche Medikamente nicht zusammenpassen. Frag, wie oft soll ich das nehmen? Vor dem Essen oder nach dem Essen? Essen bedeutet Mahlzeit. Vor dem Essen bedeutet vorher. Nach dem Essen bedeutet danach. Wie viele Tabletten pro Tag? Pro Tag bedeutet jeden Tag. Gibt es Nebenwirkungen? Nebenwirkung bedeutet, ein Medikament hilft, aber kann auch ein anderes Problem machen, zum Beispiel Müdigkeit. Jetzt sprechen wir über Geld. Geld ist wichtig. Nicht schön, aber wichtig. Du musst Miete zahlen, Essen kaufen, Ticket kaufen, Versicherung zahlen. Manchmal kommt eine Rechnung. Rechnung bedeutet Papier oder E-Mail, das sagt, wie viel du bezahlen musst. Problem 15. Du bekommst eine Rechnung und verstehst sie nicht. Lösung. Schau auf diese Wörter. Betrag, fällig, Zahlungsfrist, IBAN, Verwendungszweck. Betrag ist die Summe. Fällig bedeutet, bis wann du zahlen musst. Zahlungsfrist bedeutet, letzte Zeit zum Zahlen. IBAN ist die Kontonummer. Verwendungszweck bedeutet, Text für die Überweisung, damit die Firma weiß, wofür das Geld ist. Du kannst eine Rechnung in Ruhe prüfen. Wer schreibt? Was kostet es? Bis wann muss ich zahlen? Habe ich diese Sache wirklich bestellt oder benutzt? Wenn du unsicher bist, zahle nicht sofort. Frage erst. Es gibt auch falsche Rechnungen. Falsch bedeutet nicht echt oder nicht richtig. Betrug ist möglich. Wenn du die Rechnung nicht zahlen kannst, ignoriere sie nicht. Ignorieren bedeutet, so tun, als wäre sie nicht da. Das macht Probleme größer. Schreib oder ruf an. Sag, ich habe die Rechnung bekommen, aber ich kann den Betrag nicht auf einmal bezahlen. Gibt es eine Ratenzahlung? Ratenzahlung bedeutet, du zahlst in kleinen Teilen. Rate bedeutet ein Teilbetrag. Vielleicht geht es, vielleicht nicht. Aber Fragen ist besser als Schweigen.
Schweigen bedeutet nichts sagen. In Deutschland ist Schweigen bei Rechnungen oft gefährlich. Wenn du nicht reagierst, kommen Mahnungen. Mahnung bedeutet Erinnerung mit Druck, oft mit Extrakosten. Extrakosten sind ärgerlich. Jetzt sprechen wir über Internet. Internet ist wichtig. Für Arbeit, Termine, Karten, Übersetzung, Familie, Bank, E-Mails. Wenn Internet nicht funktioniert, fühlt man sich schnell isoliert. Isoliert bedeutet getrennt von der Welt. Lösung. Denk daran, du lernst. Lernen ist ein Prozess. Prozess bedeutet, etwas dauert und entwickelt sich. Niemand beginnt perfekt. Niemand spricht am ersten Tag wie ein Muttersprachler. Auch Kinder lernen langsam. Sie hören, wiederholen, machen Fehler, lachen, versuchen weiter. Du darfst denselben Weg gehen. Hören, wiederholen, Fehler machen, weitersprechen. Wenn jemand ungeduldig ist, sagt das mehr über diese Person als über dich. Ungeduldig bedeutet, jemand kann nicht ruhig warten. Du kannst trotzdem höflich bleiben. Sag, ich lerne noch. Danke für Ihre Geduld. Jetzt sprechen wir über einen sehr normalen Tag mit mehreren kleinen Problemen. Nicht ein großes Drama. Drama bedeutet sehr starke Situation. Nur Alltag. Alltag bedeutet normales Leben. Mira lebt seit 2 Monaten in Deutschland. 2 Monate. Nicht lange. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung. Am Morgen will sie zur Arbeit. Sie sucht ihre Kopfhörer. Kopfhörer bedeutet Gerät für Musik oder Telefon im Ohr. Sie findet sie nicht. Sie denkt, egal. Egal bedeutet nicht so wichtig. Sie geht ohne Kopfhörer. Draußen regnet es. Regen, Wasser vom Himmel. Mira hat keinen Regenschirm. Regenschirm bedeutet Ding, das dich vor Regen schützt. Sie wird nass. Nass bedeutet mit Wasser. Sie denkte, das ist unangenehm, aber nicht schlimm. Schlimm bedeutet sehr schlecht. Nicht schlimm. Beim nächsten Mal nehme ich einen Regenschirm mit. Sie kommt zur Haltestelle. Die Bahn hat Verspätung. Sie schreibt ihrem Chef: Guten Morgen, meine Bahn hat Verspätung. Ich komme ungefähr 10 Minuten später. Es tut mir leid. Der Chef antwortet: Danke für die Info. Info bedeutet Information. Kein Problem. Mira kommt zur Arbeit. Sie versteht eine Aufgabe nicht. Früher hätte sie vielleicht nichts gesagt. Früher bedeutet in der Vergangenheit. Aber heute fragt sie: Können Sie mir bitte ein Beispiel zeigen? Die Kollegin zeigt es. Kollegin bedeutet Frau.
die mit dir arbeitet. Mira versteht. Sie macht die Aufgabe richtig. Nach der Arbeit geht Mira einkaufen. An der Kasse funktioniert ihre Karte nicht. Sie hat 20 Euro Bargeld dabei. Sie bezahlt bar. Sie denkt, gut, dass ich Bargeld habe. Gut, das bedeutet, es ist gut, weil zu Hause findet sie einen Brief. Der Brief ist vom Internetanbieter. Anbieter bedeutet Firma. Sie versteht nur die Hälfte. Sie macht ein Foto und schreibt an einen Freund: Kannst du mir helfen, diesen Brief zu verstehen? Der Freund sagt: Ja, schick ihn mir, aber mach deine Kundennummer unkenntlich. Unkenntlich bedeutet, man kann es nicht sehen. Mira deckt die private Nummer ab. Abdecken bedeutet verdecken. Dann schickt sie das Foto. Am Abend kocht sie Suppe. Suppe ist warm. Warmes Essen hilft. Sie sitzt am Tisch und denkt, heute gab es viele kleine Probleme. Aber ich habe sie geschafft. Nicht perfekt, aber gut genug. Gut genug ist ein schöner Satz. Nicht perfekt, gut genug. Das ist Alltag. Nicht jeder Tag ist leicht. Aber viele Tage sind machbar. Machbar bedeutet, man kann es schaffen. Jetzt wiederholen wir wichtige Wörter für Probleme. Problem, Lösung, Hilfe, Ruhe, Schritt, Termin, Verspätung, Ausfall, falsch, gültig, ungültig, Rechnung, Mahnung, Vertrag, Kündigung, Frist, Dokument, Ausweis, Schlüssel, Ersatz, kaputt, dringend, sofort, langsam, wiederholen, aufschreiben, erklären, fragen. Diese Wörter sind Werkzeuge. Werkzeug bedeutet etwas, das dir hilft, etwas zu machen. Ein Hammer ist ein Werkzeug. Ein Wort ist auch ein Werkzeug. Mit dem richtigen Wort kannst du Hilfe bekommen. Mit dem richtigen Satz kannst du Stress kleiner machen. Jetzt lernen wir einige ruhige Sätze für schwierige Momente. Wenn du nichts verstehst, Entschuldigung, ich verstehe das nicht. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie bitte langsamer sprechen? Können Sie das bitte einfacher erklären? Können Sie das bitte aufschreiben? Ich lerne Deutsch. Wenn du Hilfe brauchst, können Sie mir bitte helfen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was ist der nächste Schritt? Wen kann ich fragen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Gibt es eine Beratungsstelle? Wenn du zu spät kommst, es tut mir leid, ich komme später. Meine Bahn hat Verspätung. Mein Bus ist ausgefallen. Ich komme ungefähr 15 Minuten später. Ist der Termin noch möglich? Kann ich einen neuen Termin bekommen?
Wenn etwas kaputt ist, die Heizung funktioniert nicht. Das Wasser ist kalt. Das Licht geht nicht. Die Waschmaschine ist kaputt. Das Internet funktioniert nicht. Können Sie bitte jemanden schicken? Wenn du bezahlen musst, wie viel kostet das? Gibt es zusätzliche Kosten? Bis wann muss ich bezahlen? Kann ich in Raten zahlen? Ich habe die Rechnung nicht verstanden. Können Sie mir die Rechnung erklären? Wenn du einen Vertrag hast, wie lange läuft der Vertrag? Wann kann ich kündigen? Wie ist die Kündigungsfrist? Gibt es eine monatliche Kündigung? Was kostet das pro Monat? Kann ich den Vertrag erst in Ruhe lesen? Wenn du krank bist, ich brauche einen Arzttermin. Ich habe seit gestern Fieber. Ich habe starke Schmerzen. Mir ist übel. Mir ist schwindelig. Ich brauche eine Krankschreibung. Wann kann ich kommen? Wenn du dich entschuldigen willst. Entschuldigung? Es tut mir leid. Das war ein Missverständnis. Ich habe Sie falsch verstanden. Ich achte in Zukunft darauf. Danke für Ihr Verständnis. Diese Sätze sind nicht schwer. Aber sie sind stark. Stark bedeutet, sie helfen viel. Du kannst sie langsam sprechen. Du kannst sie auf dem Handy speichern. Speichern bedeutet behalten. Du kannst sie vor einem Termin lesen. Du kannst sie üben. Üben bedeutet wiederholen, damit es leichter wird. Jetzt sprechen wir über innere Ruhe. Innere Ruhe bedeutet Ruhe in dir, nicht draußen. Draußen kann es laut sein. Der Bus kann zu spät sein. Der Brief kann schwer sein. Die Person kann schnell sprechen. Aber innen kannst du einen kleinen Raum von Ruhe bauen. Einen kleinen Raum in deinem Kopf. Wie machst du das? Erstens, atmen. Atmen ist einfach. Einatmen. Ausatmen. Zweitens, langsam denken. Nicht 10 Probleme gleichzeitig. Gleichzeitig bedeutet zur selben Zeit. Nur ein Problem. Nur der nächste Schritt. Drittens, einen Satz sagen. Zum Beispiel, ich finde eine Lösung. Oder ich frage um Hilfe. Oder ich mache einen Schritt. Ein Schritt ist genug. Wenn du ausgesperrt bist, ist der erste Schritt jemanden anrufen. Wenn du einen Brief nicht verstehst, ist der erste Schritt ihn öffnen und fotografieren. Wenn du krank bist, ist der erste Schritt Arzt anrufen oder 116.117 prüfen. Wenn du zu spät bist, ist der erste Schritt Bescheid sagen. Wenn du einen Vertrag nicht verstehst, ist der erste Schritt nicht unterschreiben und fragen. Nicht unterschreiben, wenn du nicht verstehst. Das ist sehr wichtig. Unterschrift bedeutet dein Name auf dem Papier. Eine Unterschrift kann Folgen haben. Folge bedeutet, was danach passiert. Also,
Erst lesen, dann fragen, dann unterschreiben. Nicht umgekehrt. Umgekehrt bedeutet in der anderen Reihenfolge. Jetzt sprechen wir über die Kraft von Vorbereitung. Vorbereitung bedeutet, du machst dich bereit, bevor etwas passiert. Nicht alles kann man planen, aber einiges schon. Mach eine kleine Notfallliste. Notfallliste bedeutet Liste für schwierige Momente. Darauf stehen deine Adresse, Telefonnummer vom Vermieter, Telefonnummer von Mitbewohner, Telefonnummer von Arbeit, Hausarzt, Krankenkasse, Bank-Sperrnummer, Botschaft oder Konsulat. 116.117 für ärztlichen Bereitschaftsdienst. 112 für Notfall. 110 für Polizei. 110 ist Polizei in Deutschland. 112 ist Feuerwehr und Rettungsdienst. Rettungsdienst bedeutet medizinische Hilfe im Notfall. Feuerwehr bedeutet Hilfe bei Feuer und anderen Gefahren. Speichere diese Nummern im Handy. Schreib sie auch auf Papier. Warum Papier? Weil dein Handy leer sein kann. Leer bedeutet kein Akku. Papier ist alt, aber zuverlässig. Zuverlässig bedeutet, man kann sich darauf verlassen. Mach auch einen kleinen Ordner für Dokumente. Ordner. Papier oder digital. Teile. Wohnung. Arbeit. Gesundheit. Bank. Versicherung. Amt. Verträge. Rechnungen. Wenn ein Brief kommt, leg ihn in den richtigen Teil. Wenn du ihn nicht verstehst, markiere ihn. Mach eine Frage dazu. Zum Beispiel, muss ich zahlen? Bis wann? Was fehlt? Wen muss ich kontaktieren? Kontaktieren bedeutet eine Person oder Firma anschreiben oder anrufen. Jetzt sprechen wir über Lernen aus Problemen. Orfla. Jedes Problem kann dir etwas beibringen. Beibringen bedeutet lehren. Wenn du einmal das falsche Ticket kaufst, lernst du Zonen. Wenn du einmal den Schlüssel vergisst, lernst du einen festen Platz für Schlüssel. Fest bedeutet immer gleich. Schlüssel immer an denselben Ort. Wenn deine Karte einmal nicht funktioniert, lernst du immer etwas Bargeld. Wenn du einen Brief fast zu spät liest, lernst du Briefe sofort öffnen. Wenn du beim Arzt nichts verstehst, lernst du Fragen vorher aufschreiben. So wird Erfahrung gebaut. Erfahrung bedeutet Wissen aus echten Situationen, nicht nur aus Büchern. Echte Erfahrung ist stark. Manchmal tut sie kurz weh, aber sie macht dich sicherer. Sicherer bedeutet mit mehr Sicherheit. Jetzt eine kleine Übung im Kopf. Stell dir vor, dein Bus fällt aus. Was tust du?
Erstens, App prüfen. Zweitens, Alternative suchen. Drittens, Bescheid sagen, wenn du zu spät kommst. Viertens, ruhig bleiben. Stell dir vor, du verstehst einen Brief nicht. Was tust du? Erstens, Brief öffnen. Zweitens, Absender suchen. Absender bedeutet, wer schreibt. Drittens, Frist suchen. Viertens, Hilfe fragen. Fünftens, Antworten oder Zahlen, wenn klar ist, was richtig ist. Stell dir vor, du bist krank. Was tust du? Erstens, schauen, ob Notfall. Wenn Notfall, 112. Wenn nicht, Hausarzt oder 116.117. Zweitens, Arbeit informieren. Drittens, Termin machen. Viertens, Symptome erklären. Fünftens, Krankschreibung fragen, wenn nötig. Stell dir vor, deine Heizung funktioniert nicht. Was tust du? Erstens, prüfen. Zweitens, Nachbarn fragen. Drittens, Vermieter schreiben. Viertens, sagen, seit wann? Fünftens, wenn sehr kalt oder Wasser läuft, dringend sagen. Das ist Struktur. Struktur bedeutet Ordnung. Struktur macht Angst kleiner. Angst wird kleiner, wenn du weißt, was du tun kannst. Jetzt sprechen wir über Sprache noch einmal. In schwierigen Momenten brauchst du keine langen Sätze. Kurze Sätze sind besser. Klar. Ruhig. Höflich. Nicht. Entschuldigung. Also, ich bin ganz neu und ich weiß nicht genau. Vielleicht habe ich da etwas falsch gemacht und ich wollte nur fragen, ob vielleicht jemand eventuell helfen könnte. Das ist zu lang. Besser. Entschuldigung, ich brauche Hilfe. Oder ich verstehe das nicht. Oder was muss ich jetzt tun? Oder können Sie mir das zeigen? Kurze Sätze sind nicht unhöflich. Sie sind klar. Klarheit hilft. Klarheit bedeutet, man versteht gut. Jetzt sprechen wir über Telefonangst. Telefonangst bedeutet Angst vor Telefonieren. Viele Menschen haben das in einer neuen Sprache. Telefon ist schwer, weil du nur hörst. Keine Hände, kein Gesicht, keine Gesten. Geste bedeutet Bewegung mit Händen oder Gesicht. Lösung: Schreib ein kleines Skript. Skript bedeutet Text, den du sprechen kannst. Zum Beispiel für Arzt: Guten Tag. Mein Name ist. Ich brauche einen Termin. Ich habe seit gestern Fieber und Husten. Haben Sie heute oder morgen einen Termin frei? Können Sie mir die Uhrzeit bitte langsam sagen? Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören sagt man oft am Telefon. Es bedeutet Goodbye am Telefon. Auf Wiedersehen sagt man, wenn man
eine Person sieht. Aber beide werden oft verstanden. Für Vermieter, guten Tag. Hier ist: Ich wohne in der Wohnung. Ich habe ein Problem. Die Heizung funktioniert nicht. Seit heute Morgen. Können Sie bitte helfen? Vielen Dank. Für Arbeit. Guten Morgen. Hier ist: Ich bin heute krank. Ich kann leider nicht zur Arbeit kommen. Ich gehe zum Arzt. Ich melde mich später wieder. Vielen Dank. Lies das Skript vor dem Anruf. Vorlesen bedeutet laut lesen. Dann ruf an. Wenn du dich versprichst, ist es okay. Sich versprechen bedeutet ein Wort falsch sagen. Du kannst sagen: Entschuldigung, ich bin nervös. Ich lerne Deutsch. Viele Menschen verstehen das. Jetzt sprechen wir über Grenzen. Grenze bedeutet Limit. Du darfst Hilfe brauchen. Aber du darfst auch Nein sagen. Nein ist wichtig. In einem neuen Land willst du vielleicht immer höflich sein. Aber Höflichkeit bedeutet nicht, dass du alles akzeptieren musst. Akzeptieren bedeutet Ja sagen oder hinnehmen. Jetzt wiederholen wir ruhig. Wenn der Schlüssel weg ist, suche langsam. Frage Mitbewohner. Kontaktiere Vermieter. Frage beim Schlüsseldienst nach dem Preis. Wenn der Bus ausfällt, suche eine Alternative. Sag Bescheid. Bitte um neuen Termin, wenn nötig. Wenn das Ticket falsch ist, bleib ehrlich. Frage, was falsch ist. Lerne für das nächste Mal. Wenn jemand zu schnell spricht, bitte um langsames Sprechen. Du darfst das. Wenn du ein Produkt nicht findest, frag im Laden. Ich suche. Wo finde ich? Wenn deine Karte nicht funktioniert, versuche es noch einmal. Bezahle bar, wenn möglich. Habe immer etwas Bargeld dabei. Wenn Heizung oder Wasser kaputt ist, prüfe kurz. Frage Nachbarn. Schreibe Vermieter. Sag, seit wann das Problem besteht. Wenn du krank bist, entscheide: Notfall oder normaler Arzttermin. Informiere Arbeit. Frage nach Krankschreibung. Wenn du einen Brief nicht verstehst, öffne ihn trotzdem. Suche Frist. Frage um Hilfe. Wenn du einen Vertrag nicht verstehst, unterschreibe nicht sofort. Lies in Ruhe. Frage nach Laufzeit, Kosten und Kündigung. Wenn du dich schämst, erinnere dich, du lernst. Fehler sind normal. Fragen ist stark. Das sind die kleinen Regeln für ruhige Lösungen. Jetzt kommt der Abend. Du sitzt zu Hause. Vielleicht war dein Tag nicht perfekt. Vielleicht gab es ein Problem. Vielleicht 2. Vielleicht 3. Aber du bist noch da. Du hast gegessen. Du hast Wasser getrunken. Du hast vielleicht eine Nachricht geschrieben. Mehr. Du hast vielleicht
etwas Neues gelernt. Das zählt. Zählen bedeutet wichtig sein, nicht nur große Erfolge zählen, auch kleine Erfolge zählen. Du hast die Tür nicht sofort gefunden, aber du hast gefragt. Erfolg. Du hast im Supermarkt ein Wort nicht gewusst, aber du hast gezeigt und gelächelt. Erfolg. Du hast einen Brief geöffnet, obwohl du Angst hattest. Erfolg. Du hast um Hilfe gebeten. Erfolg. Du hast Nein gesagt, als du unsicher warst. Erfolg. Du hast langsam gesprochen. Erfolg. Du hast weitergemacht. Erfolg. Vielleicht schreibst du am Abend 3 Sätze in ein Heft. Heute war schwierig. Ich habe eine Lösung gefunden. Morgen mache ich weiter. Oder heute habe ich ein neues Wort gelernt. Das Wort ist Verspätung. Verspätung bedeutet, etwas kommt zu spät. Oder heute habe ich gefragt, können Sie bitte langsamer sprechen? Die Person hat langsamer gesprochen. Ich war stolz. So wird dein Deutsch nicht nur Sprache. Es wird Leben. Leben bedeutet echte Situationen, echte Gefühle, echte Schritte. Jetzt wird es langsam ruhig. Der Tag endet. Enden bedeutet fertig werden. Du machst das Licht etwas dunkler. Dunkler bedeutet weniger hell. Du legst dein Handy weg. Weglegen bedeutet nicht mehr in der Hand haben. Du atmest. Du denkst, ich muss nicht alles heute lösen. Lösen bedeutet eine Lösung finden. Manche Dinge löse ich morgen. Manche Dinge frage ich morgen. Manche Dinge verstehe ich später. Das ist okay. Du bist in einem neuen Land. Ein neues Land ist wie ein großes Buch. Buch bedeutet viele Seiten. Am ersten Tag verstehst du nicht alle Seiten. Du liest die erste Seite, dann die zweite, dann die dritte. Manchmal musst du eine Seite zweimal lesen. Zweimal bedeutet 2 times. Manchmal verstehst du ein Wort erst später. Später bedeutet nicht jetzt, aber in der Zukunft. Das ist normal. Dein Alltag in Deutschland wird mit jedem Tag vertrauter. Vertraut bedeutet bekannt und sicher. Der Busweg wird vertraut. Die Kasse wird vertraut. Der Briefkasten wird vertraut. Die deutsche Begrüßung wird vertraut. Die kurzen Sätze werden vertraut. Bitte. Danke. Entschuldigung. Einen Moment. Können Sie helfen? Ich verstehe nicht. Können Sie das wiederholen? Diese Sätze werden Freunde. Freunde in deiner Sprache. Und wenn wieder etwas schief geht, weißt du, ich halte an. Ich atme. Ich suche den nächsten Schritt. Ich frage. Ich schreibe. Ich warte. Ich löse. Nicht alles sofort, aber Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Das
ist der wichtigste Rhythmus. Rhythmus bedeutet wiederholte Bewegung, Schritt für Schritt, Wort für Wort, Tag für Tag, Problem für Problem, Lösung für Lösung. Du bist nicht allein. Viele Menschen haben diese Probleme. Viele Menschen lernen. Viele Menschen fragen. Viele Menschen machen Fehler. Viele Menschen beginnen neu. Neu beginnen ist mutig. Mutig bedeutet mit Mut. Du bist mutig, weil du lernst. Du bist mutig, weil du fragst. Du bist mutig, weil du in einem neuen Land weitergehst. Also nimm diesen Satz mit in deinen nächsten Tag. Wenn etwas schief geht, bleibe ich ruhig und suche den nächsten Schritt. Noch einmal langsam. Wenn etwas schief geht, bleibe ich ruhig und suche den nächsten Schritt. Schritt und noch einmal. Ich muss nicht perfekt sein. Ich brauche nur den nächsten Schritt. Das reicht für heute. Reichen bedeutet genug sein. Heute reicht ein Schritt, ein Wort, ein Satz, eine kleine Lösung. Morgen kommt der nächste Tag. Morgen kommen neue Wörter, neue Situationen, vielleicht neue Probleme, aber auch neue Lösungen. Gute Nacht, wenn es Nacht ist. Guten Morgen, wenn dein Tag beginnt. Und egal, wann du diese Wörter hörst oder liest, du darfst langsam sein. Du darfst lernen. Du darfst fragen. Du darfst neu anfangen. Immer wieder. Schritt für Schritt.